vielen, vielen Dank für eure Kommentare im letzten Video und für das tolle Engagement dazu und für euer Interesse an diesem Thema. Weswegen wir gesagt haben, wir machen ein zweites Interview und sprechen über My Palm Leaf selbst. Zu dir, zu deiner Geschichte und über das digitale Format, wie du diese alte Tradition, wo man hinreisen musste und sehr komplexes mal zu finden und diese ganze Sache, wie man das sehr einfach zugänglich in der westlichen Welt bekommt. Deswegen meine erste Frage, was hat dich wirklich dazu inspiriert, für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, das Ganze über Zoom anzubieten? Ich fand es schon cool, dass man Zoom ist, man hat zwei Inder vor sich, einen Das stimmt. Übersetzer und man macht seine Palmblatt-Lesung einfach so online zu Hause. Erstmal danke, ich freue mich voll wieder hier zu sein. Und die Zoom-Palmblatt-Lesung, weil ich selber auch meine erste Palmblatt-Lesung live über Zoom hatte. Ich war tatsächlich schon vor langer Zeit in der Palmblatt-Bibliothek in Indien. Ich habe auch einige Jahre in Indien verbracht und mich dort dem Studium von Mystik und Meditation gewidmet. War immer in meiner Palmblatt-Bibliothek, habe nach meinem Palmblatt gesucht und habe es damals nicht gefunden. Aber die ganze Erfahrung, die war mir immer im Gedächtnis, weil sich das dort so authentisch angefühlt hat in der Palmblatt-Bibliothek. Viele Jahre später wache ich eines Morgens auf und habe einen ganz starken Impuls, ich sollte mein Palmblatt finden. Habe dann gleich gegoogelt und auch jemanden gefunden, der die gleiche Arbeit macht wie wir. Er hat mir geholfen, mein Palmblatt online lesen zu lassen und ich habe gleich gemerkt, das ist eine richtig gute Erfahrung. Und habe auch gemerkt, dass man den ganzen Prozess noch um einiges verbessern kann, indem man viel mehr strukturiert und auch viel mehr erklärt und auch viel mehr Informationen mitgibt. Und hatte auch einen ganz starken Ruf, auch, dass ich mit den Palmblättern arbeiten sollte. Es war auch während der Covid-Zeit, da war online Zoom sowieso viel präsenter. Ja, Und habe dann gleich von Anfang an angefangen, Menschen, erstmal meinen Freunden zu helfen, ihr Palmblatt zu finden und lesen zu lassen. Und habe dann auch die Entscheidung getroffen, hey, ich möchte mich dem widmen. Das ist meine Aufgabe, Menschen zu helfen, ihr Palmblatt lesen zu lassen. Und da war das ganz natürliche Schlussfolgerung, es dann online anzubieten. was mich vor allem interessiert, was ist der Unterschied zwischen so einer traditionellen Palmblattlesung und einer Lesung über Zoom? Weil ich kenne jetzt nur die Zoom-Variante, Genau. weil die traditionelle hat bei mir zweimal nicht geklappt. Also auch auf Zoom ist das ja eine traditionelle Palmblatt-Lesung, aber halt nicht auf traditionelle Weise. Ja? Aber um ehrlich zu sein, finde ich die Online-Lesungen fast besser als die Lesungen in Indien. Und zwar, weil wenn man in Indien zu einem Palmblattleser geht, dann hat man natürlich diese ganze mystische Erfahrung von Indien. Ja? Das ist eine ganze Pilgerreise, da erstmal hinzukommen. Das zu finden. Das zu finden, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ne? Ja. Das hat natürlich auch nochmal einen Effekt. Das ist was Schönes. Gleichzeitig ist es auch um einiges anstrengender. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Palmblattleser findet, der sowohl authentisch ist, als auch richtig gut Englisch kann und es auch richtig gut kommunizieren kann, die ist sehr gering. Ne? Denn die meisten Palmblattleser, bei denen ich war in Indien, konnten nicht gut Englisch und waren nicht in der Lage, das klar zu kommunizieren. Ich habe das gemerkt bei meinem eigenen, also der das auf Englisch gesprochen hat. Ich kann gut Englisch, aber ich konnte fast nichts entziffern. Und eure Übersetzerin, die kannte den schon so gut, dass die genau gewusst hat, was der gerade gemeint hat und gesagt hat. Richtig. Das war super. Weil der einen starken indischen Akzent hat. Ja, genau. Und trotzdem ist es einer der best englischsprachigen Übersetzer, die ich Ja, hatte. und darum dachte ich mir so, wow, es kann sicher nicht schlimm auch noch werden. Ja. Deswegen ist es online fast einfacher, den Inhalt der Palmblatt-Lesungen erstmal zu vermitteln und den dann auch richtig aufzunehmen. Ja. Und was ist noch so der Unterschied, wenn man es jetzt traditionell macht? Wenn man es in Indien macht, dann muss man erstmal einen Palmblattleser finden, der muss erstmal zu Hause sein, in seinem Büro. Das ist um einiges schwieriger, dass die Lesung überhaupt zustande kommt. Ich habe mal ein paar Videos gemacht über die Palmblatt-Bibliotheken dort direkt in Indien, wo ich versucht habe, zu bestimmten verschiedenen Bibliotheken zu gehen. In einer Stadt wollte ich zu 5 verschiedenen Bibliotheken, nur bei einer davon war wirklich jemand da. Ja, also dieses ganze Chaos, da muss man erstmal hindurch auch. Ja. Wir erinnern mich so ein bisschen an Bürokratie. Wir müssen hier ein Ticket ziehen, dann müssen wir einen Termin machen und dann hier und dann schauen wir mal, ob der da ist und so weiter. Ja. Ja. Welche Herausforderungen und Vorteile bringt das digitale Format mit sich? Vorteile viele.
Eben weil es viel einfacher ist, man versteht viel mehr, es ist viel einfacher zu organisieren, man kann es von zu Hause aus machen. Der einzige Nachteil, interessanterweise, ist, dass ich es fast zu einfach finde. Weil unsere Absicht ist zwar, das so zugänglich und einfach wie möglich zu machen, gleichzeitig hat es die Gefahr, dass man dann so ein bisschen vergisst, was das eigentlich für ein magischer Jahrhunderte, Jahrtausende alter Prozess ist. Wenn man sich das halt einfach im Internet bucht, wie jede andere Dienstleistung, und dann einen Zoom-Call hat. Es ist aber nicht so, dass man sich da einfach einen Zoom-Call kaufen kann. Das ist ein viel größerer Prozess, da findet total viel statt, auch auf der feinstofflichen Ebene im Hintergrund. Und es ist wichtig, dass man einfach sich dessen bewusst ist, nicht einfach nur denkt, ja, ich habe mir jetzt hier den Zoom-Call. Wir hatten auch schon Klienten leider, die haben das so beim Autofahren nebenbei gemacht. Ich dachte, hey, du verpasst hier gerade was. Das ist viel größer, viel wichtiger. Dem muss man sich wirklich voll und ganz widmen auch. Du hast mir vorhin erklärt, dass es ja auch eine Herausforderung für dich war, mal eine Bibliothek zu finden, die das ganze Technische mal überhaupt hinbekommen hat. Da musstest du ja selbst das Ganze für dich einrichten. Das stimmt. Denn die Palmblatt-Bibliotheken und die Leser, die haben dieses ganz kostbare Wissen, wie man die Palmblätter liest, und die haben Zugang zu den Palmblättern. Das ist natürlich essentiell, das ist der wichtigste Teil davon. Ohne die gäbe es keine Palmblattlesungen. Die sind auch oft sehr traditionell. Der Beruf des Palmblattlesers, der wird von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Menschen, die sind oft, leben so ein bisschen in ihrer eigenen, ganz kostbaren Blase. Ne? Und die haben oft nicht so viel technisches Wissen, wie man jetzt Zoom bedient zum Ja, Beispiel. die beschäftigen sich mit 5000 Jahren alten Dingen. Genau. Technik für die sicher nicht so Das ist nicht so im Vordergrund stehen. Und es ist nicht so einfach, da Partner zu finden, mit dem man das auch die ganze Logistik professionell abwickeln kann. Und das sind wir total happy mit den Partnern, die wir dort haben, weil die das wirklich echt professionell machen. Die sind relativ pünktlich, das ist wichtig in Indien. Ne? Und die sind in der Lage, das technisch und logistisch gut abzuwickeln. Ja, habe ich gemerkt, das hat alles super geklappt. Da gab es nichts. Wie stellst du sicher, dass die Intimität und die Tiefe der Lesung auch online erhalten bleibt? Ich glaube, unsere Übersetzer machen da einen ziemlich guten Job, weil das sind nicht nur Übersetzer, die übersetzen, was da gesprochen wird, sondern die halten einerseits auch den Raum für dich während der Lesung. Die erklären auch alles, sowohl davor und auch danach. Und deswegen ist deren Rolle wirklich wichtig. Und wir bieten die Lesungen zwar auch auf Englisch an, dass man dann wirklich dem Übersetzer in der Bibliothek zuhört. Da ist dann auch jemand von uns dabei, der moderiert, der ein bisschen erklärt. Aber ich empfehle immer, die Übersetzungen dazu zu nehmen, weil das den ganzen Prozess nochmal so abrundet und die Übersetzer auch viel tiefes Wissen haben. Sowohl zu den Palmblättern, aber auch zum ganzen Hintergrund der Palmblätter. Und die stellen es eigentlich sicher, dass die Tiefe da trotzdem gewahrt wird. Das habe ich vor allem genau, wie du sagst, dadurch auch selbst erfahren, wie wichtig das war, dass sie das gemacht hat. Ja. Eine Frage an dich. Angenommen, du würdest selbst so eine Palmblattlesung buchen. Ja? Was wäre so dein Weg? Eher über Zoom, über Online oder eher dieses selbst hinreisen und das Ganze so vor Ort erleben oder eher dieses irgendwo buchen, wo jemand dann selbst jemand hinreist, das Ganze dann für dich dann macht und dir dann ein paar Seiten Protokoll nach Hause bringt. Ja. Welche dieser drei Wege wäre für dich interessant? Schreib es in den Kommentaren rein. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wenn du dabei bist, lass ein Like da und wir springen direkt in die nächste Frage. Wie reagieren die Kunden und wie ist das Feedback zu den Zoom-Lesungen? Gab es irgendwelche überraschenden Rückmeldungen, die ihr bei MyPalmleaf erlebt habt? Überraschende Rückmeldungen, ja viele. Auch in jeder Hinsicht. Meine war auch überraschend. So, ich habe ihn gleich angerufen und gesagt, das kann es doch nicht sein. Der nimmt das in die Hand und sagt meinen Namen, wie alt ich bin und was ich gerade mache vom Beruf, dass ich gerade ein Buch veröffentliche, wie viele Kinder ich habe, wie viele Geschwister ich habe, wie die alle heißen. Ja? Und dass ich gerade mit meiner Freundin zusammen bin, ihre Namen, ihre Kinder, wie die heißen. Da war ich dann so okay, passt. Ihr könnt weiterreden, ja. Ja, gerade dieser Moment, wenn das Palmblatt gefunden wird, der ist oft sehr emotional. Ja. Da fließen oft auch Tränen der Rührung.
Ja klar, weil es ist vor 5000 Jahren geschrieben worden für dich. Ja. Und das hat so viel Energie aufgebaut, weil es so lange auf dich gewartet hat. Und dann hat es und hält es in die Kamera und sagt, bist du das? Und du so, ja, das wer sonst? Und dann geht's los. Und das war so, das vergisst man nicht mehr. Das vergisst man nicht. Es war für mich selber auch total berührend. Das ist so, wie wenn man seine Kinder 20 Jahre nicht gesehen hat oder 30 Jahre oder noch länger und plötzlich geht man einkaufen und dann kommt jemand und sagt, ey, da ist deine Tochter. Ja. Und dann umarmt man sich und dann hat man so diesen Moment, das ist einfach magisch. Ja, Auch zu wissen, da hat jemand vor tausenden Jahren schon vorausgesehen, dass ich heute hier sein wird. Hier sein werde. Es gibt auch einem Gefühl von Geborgenheit und hey, ich bin wichtig. Dass ich heute lebe, existiere, ist wichtig. Also es ist ganz berührend, dieser Moment. ja. Ja, fand ich auch. Was war so die überraschendste Rückmeldung, die du bekommen hast? So viele. Ich erinnere mich an eine E-Mail von einer Klientin. Die hat uns eine bisschen wütende E-Mail geschrieben. So. Hey, in meiner Palmlesung kam das und das vor, dass ich jetzt hier glücklich mit meinem Partner bin und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir uns am Trennen und das stimmt ja alles gar nicht. Ich will mein Geld zurück. So. Haben dann lieb zurückgeschrieben, dass was ihnen in Palmblättern steht, nicht in Stein geschrieben ist. Dass das oft wahr wird, so ungefähr 80%, aber auch nicht immer. Man Ja weiß klar, nicht. weil man erfährt ja durch die Lesung Informationen, worauf man dann eben anders reagiert. Und vielleicht sollte sie genau das erfahren, dass sie sich von ihm vermutlich trennt, damit sie dann auf eine bessere Zeitlinie kommt. Das ist ein dynamischer Prozess. Jedoch, einige Wochen später kam nochmal eine E-Mail. Es tut mir so leid mit der E-Mail. Ich war da ziemlich aufgebracht. Mein Leben hat sich jetzt komplett verändert. Wir sind wieder glücklich vereint und wir bekommen ein Kind. Es ist alles so, wie es in den Palmblättern beschrieben wurde. Ja, Und ja, das hat mich zum Schmunzeln gebracht. ja. Aber es muss auch ehrlicherweise sagen, ist natürlich manchmal schwierig, wenn dann jemand schreibt, was auch vorkommt, hey, das und das wurde mir gesagt, das ist jetzt nicht eingetroffen. Und klar verstehe ich die Enttäuschung, weil man bekommt es gesagt, man möchte natürlich, dass das eintrifft. Jedoch ist das eben ein ganz Aber bei anderen komplexer Sachen will Prozess. man das nicht, dass es eintrifft. Genau, Ne? bei anderen Sachen Und das will ist man das es nicht. Lustige dran, ne? Wie der Mensch funktioniert. Aber es ist eben ein dynamischer Prozess. Der Großteil trifft ein, manche Sachen vielleicht nicht, weil wir dieses Zusammenspiel von Karma, freiem Willen und auch äußeren Einflüssen gar nicht durchschauen können. Aber eigentlich in fast allen Fällen würde ich sagen, dass die Palmblatt-Lesung nur positive Impulse ins Leben bringt. Ja, also das, was mir gesagt wurde, waren einfach Dinge, die eh schon klar waren. Ja? Und Dinge, die für mich in der Zukunft auch klar waren, ähm, die kommen werden. Also wo ich wusste, das und das habe ich eh vor. Und dann kam und dann wenn du so alt bist, wird genau das geschehen. Und du so, ah ja, das hatte ich eh vor zu machen. Und dann hatte ich irgendwann vor, wenn ich in dieses Alter komme, so ab 50, dass ich nach Kanada auswandere. Und dann haben die das gesagt. Du wirst übers Kontinent auswandern. Du wirst dort sozusagen deine letzten Ruhetage und so weiter und deine letzte Phase deines Lebens dann und deine letzte Arbeit dort machen. Ich dachte mir so, ja, das habe ich niemandem gesagt, ja. Und das war so mein Ziel, wenn mein Sohn so groß alt genug ist, dass ich dann auswandere. Ja, und dann haben die das gesagt, dass das so sein wird. Und da war ich so super dankbar. Aber auf der anderen Seite haben die mir auch so diesen Spiegel vor die Nase gehalten ähm, und gesagt, so, du ernährst dich so und so, du hast eine Unverträglichkeit auf Gluten und auf Käse. Und wenn du das nicht änderst, und nicht mehr Bewegung in dein Leben bringst, dann wirst du mit 52 vermutlich eine sehr große, schwere Krankheit haben und damit sehr zu kämpfen haben, wo es schon lebensbedrohlich wird. Und das hat mir so, okay, diese Motivation gegeben, da wirklich jetzt, ja, wie wenn man so mit Rauchen aufhören will und plötzlich kommt jemand und gibt dir einen Watschen, dass es dir so weh tut, dass du dir bewusst wirst, dass du was ändern musst, ja, Ja. und dann aufhörst. Und so habe ich es auch erlebt, ja, und deswegen, es ist so, ja, für mich war diese Lesung wie so ein Gespräch mit einem Spiegel und auf der anderen Seite war Gott, der mir sagt so, hallo,
mach das nicht und mach das so. Ähm, und da kann es hinführen. Ja? Und deswegen, ja, finde ich super, dass man das so zugänglich macht. Danke nochmal. Ja. Wie hat die Pandemie die Nachfrage und Interesse an den digitalen Palmblattlesungen beeinflusst? Die hat es natürlich stark gesteigert. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich erst während der Corona-Zeit damit angefangen habe, die Palmblatt-Lesungen online anzubieten. Deswegen weiß ich gar nicht, wie es davor war. Aber ich denke, dass das natürlich alles nochmal mehr in die Richtung online gepusht hat. Ja, das Ganze boomt ja, was ich euch so bei euch mitbekomme. Ihr habt ja 35 Teammitglieder, die daran arbeiten. Also kann sich vorstellen, wenn man eine Organisation in Corona-Zeiten aufbaut, dass man innerhalb von dem kurzen Zeitraum 35 Leute hat, die sich damit beschäftigen. Also wie groß diese Nachfrage ist da auf jeden Fall auch schon gegeben. Und ähm, äh, was mich interessiert, lieber Zuseher, würdest du selber so eine Online-Pamphlet-Lesung machen wollen? Wenn ja, schreib es mir in den Kommentaren rein. Das wäre sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, ob das für dich interessant wäre. Ja. Was mich sehr interessiert in Bezug auf eure Arbeit ist, welche Rolle spielt eben die ganze Technik, Internetverbindung, die Durchführung, die Genauigkeit der Lesungen in Bezug auf die ganzen technischen Sachen, die ganze Organisation, wie funktioniert das bei euch? Weil ich habe schon mitbekommen, das ist ziemlich ein Prozess und ich denke mal so unternehmerisch gesehen, das kann doch nicht der Preis dafür sein, ja? Diese paar hundert Euro, das ist, findet man nirgends. Für das, was dahinter alles steckt, ja. Das ist so wie bei uns mit der App. Viele denken sich, ja, 12 Euro im Monat, aber die wissen nicht, dass 200.000 Euro Entwicklungskosten waren, um überhaupt in die Beta-Phase zu kommen, dass die App überhaupt mal reif ist, ja. Genau. Die ganze Logistik dahinter, die ist halt nicht so Ja, sichtbar. Aber da findet total viel Arbeit im Hintergrund statt, das alles überhaupt so möglich zu machen. Ne? Selbst, dass die Palmblattbündel zum richtigen Moment dann in der Bibliothek sind. ja, Das sind ja nur 35 Menschen auf unserer Seite bei MyPalmleaf. Das inkludiert nicht die Menschen in der Bibliothek. ja, Das sind auch nochmal 20, 30, die da involviert sind. ja. Aber von der Klientenperspektive ist die Technik ziemlich einfach. Alles, was man braucht, ist eigentlich nur eine stabile Internetverbindung und eine Webcam. Ne? Ja. Dass man eben sichtbar ist und dass man auch die anderen auf dem Computer sehen kann. Man kann es dann auch am Telefon machen. Ich empfehle aber schon, es am Computer zu machen. Mit einem Es ist schon größeren besonders, wenn Bildschirm. man so die Inder vor sich hat und die das Genau. live machen, Das ist schon die auch schön. das Palmblatt während, also live finden und dann sozusagen dann so, ist es das? Und du so, ja, das ist es und dann geht's los und du bist halt visuell dabei. Das ist schon Das ist besonders, ja. schon das. Also Computer ist gut. Am schlimmsten Fall selbst ein Handy. Das ist eigentlich alles, was nötig ist. Ja. Ja, und die ganze Technik, vor allem die Organisation dahinter, wie funktioniert das bei euch? Wie macht ihr das? Das ist natürlich ganz komplex, könnt jetzt hier viel erzählen. Will euch Zuschauer natürlich auch nicht langweilen damit. Wir haben ein großes Team von. Also ich bin halt Datenforensiker, ich will den ganzen Prozess analysieren. Einfach, wenn man sowas bucht, dass man einfach sieht, was da eigentlich dahinter steckt und wie das funktioniert, weil es ist doch 5000 Jahre alt und du kriegst es vor und dann kommt es zu dir. Das ist schon. Also wenn man es bucht, dann bekommt man von uns eine E-Mail mit der Bitte, den Daumenabdruck einzuschicken. So ein Foto von dem Daumenabdruck. Den schicken wir uns dann per E-Mail, wenn der klar genug ist. Geben wir den an die Bibliothek weiter, ohne Namen. Der bekommt dann eine Nummer und da steht dann drauf das Geschlecht und das Geburtsland. Und damit suchen die dann nach den richtigen Palmblattbündeln, die dazu passen. Suchen heißt, die schauen erstmal, ob sie selber welche haben, dazu passen. Wenn nicht, dann schicken die einfach per WhatsApp an andere Palmblatt-Bibliotheken. Es hat früher Monate gedauert. Jetzt ist es innerhalb von Sekunden. Ne? Ja. Fragen die danach, hey, habt ihr Bündel, die dazu passen? Ja, dann werden die mit per Kurier dahin geschickt zur Palmblatt-Bibliothek. Währenddessen bekommt ihr dann einen Kalenderlink, da könnt ihr dann den Termin auswählen. Seht ihr dann die Kalender von all unseren Übersetzer, wann die Zeit haben, wann die Bibliothek Zeit hat. Ihr wählt dann einfach den Termin aus, der gerade für euch passt. Und dann an dem Termin, zum richtigen Zeitpunkt, wenn alles gut läuft und alle pünktlich sind, geht dann der Zoom-Raum auf. Da ist dann der Palmblatt-Leser mit dem Palmblatt-Bündel. Vorher kommt ja noch das Vorgespräch mit dem Mitarbeiter von euch. Genau, unser Moderator heißt der. Der erklärt dann erstmal, was jetzt gleich passiert. Der übersetzt dann auch für dich. Und dann kommt die Palmblatt-Bibliothek hinzu, also der Palmblatt-Leser, Der Reader. der Reader, Ja. der Übersetzer von Tamil auf Englisch und unser Übersetzer von Englisch auf Deutsch. Also insgesamt seid ihr dann zu viert.
Dann wird das Palmblatt identifiziert. Also hier, das ist ein Palmblatt, im Idealfall. Und dann gelesen. Und nach der Lesung erklärte unser Moderator euch nochmal, was jetzt passiert und so, und beantwortet all deine Fragen, falls du irgendwelche praktischen Fragen hast. Du kannst übrigens auch während der Lesung oder nach der Lesung alle Fragen stellen, die du noch hast an den Palmblatt-Leser. Und dann schaut er, gibt es im Palmblatt was, das zu deinen Fragen passt, die wahrscheinlich sowieso schon beantwortet wurden in der Lesung. Und nach der Lesung bekommst du dann nochmal die Videoaufzeichnung zugeschickt, ein Foto von deinem Palmblatt und ein Dokument, in dem die Ratschläge, die dir gegeben wurden, nochmal aufgelistet sind und nochmal ein bisschen mehr erklärt sind. Das bekommt man dann automatisch nach der Palmblatt-Lesung. Wenn man möchte, kann man sich auch nochmal eine Abschrift bestellen. Da geht dann einer von unserem Team, schaut sich dann die ganze Lesung an. Also das sind unsere tamilsprechenden Mitarbeiter. Schauen sich das alles an und schreiben das alles nochmal auf mit nochmal mehr Erklärungen dazu, weil die wissen ja, was gewisse Dinge bedeuten. Da stehen dann nochmal viel mehr Details dazu auch drin. Das kann man dann auch nochmal bekommen, wenn man möchte hinterher. Ja, super. Also das ist doch komplexer, als es so aussieht für den Kunden. Total komplex. Einfach, ich buche das, Termin, Datum, Uhrzeit, speichern und dann geht der Zoom-Raum auf, wie man es halt so auch kennt, seit Corona. Und ja, jetzt ist das Ganze gekoppelt mit Indien und ja, Total, also, vor allem machen wir es ja auch in 20 verschiedenen Sprachen. ja, Also das Website ist, gibt es mehr als 20 verschiedenen Sprachen, alle Übersetzungen, also ganz viel Arbeit, das alles zu besetzen. ja, deswegen bin ich so fasziniert, dass es in der kurzen Zeitraum, dass du das so organisieren konntest. Erstens mal selber das nach Indien so oft zu sein und das Ganze dich mit dem Thema zu beschäftigen, alles zu finden, zu organisieren, zu strukturieren, zu übersetzen und die ganze Technik dahinter, das ist ja, ich weiß, was dahinter steckt. Also Respekt. Dankeschön. Es tut gut, da gesehen zu werden, Ja. weil es sehr viel Arbeit. Ich sehe es halt auch aus unternehmerischer Sicht, deswegen weiß ich, was einfach dahinter steckt. Und dass der Kunde sozusagen, dass diese Kosten, die da entstehen, die niemand bezahlt und die man auch Vorbereitungen hat, dann jahrelang, dass man da einfach, dass man das, ja, dass der Kunde da vielleicht 1 Euro zahlt, aber dass du 10-mal nach Indien fliegen musstest dafür und so weiter und das alles organisieren und finden und Kontakte knüpfen, das ist ja Das, unglaublich, ja. Ähm, Nochmal kurz auf den Ablauf. Ja. Das heißt, wie sieht so der typische Ablauf aus von, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich will jetzt bei euch eine Palmblattlesung machen. das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil für manche Menschen, die hören davon, die wissen gleich, das muss ich machen, jetzt sofort. Ja. Andere, die hören davon, denken so, interessant, ja. Und dann erst 3, 4 Jahre später macht es mal Klick. So. Das gibt's auch. Ne? Und alles zwischendrin. Aber wenn man sich entscheidet, kann man ganz einfach auf unserer Webseite mypalmich.com die Lesung buchen, uns den Daumenabdruck schicken und dann schon seinen Termin auswählen. Also der Ablauf, der ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, Gibt es irgendwelche besonderen Momente, Geschichten, die in deiner Erinnerung geblieben sind, die online stattgefunden haben, was sich so bei euch intern in der Firma rumgesprochen hat, wo man sagt, so, das war crazy. Für uns ist das schon so Alltag geworden. Kann ich mir vorstellen. Es ist fast schon schwer, jetzt eine bestimmte Geschichte auszuwählen. Weil der Moment des Palmblattfindens, der ist eben sehr speziell, sehr berührend. Und es ist auch so, dass zu uns auch viele besondere Menschen kommen, die oft auch ihre eigenen Geschenke haben, die sie mit der Welt teilen. Also viele spirituell sehr begabte Menschen kommen zu uns. Da finden auch sehr viele schöne Gespräche und Kontakte statt. Ich finde es total bereichernd, mit wie vielen interessanten Menschen ich so schon in Kontakt gekommen bin. Wie mit dir jetzt. Danke. Ähm, Hattest du schon mal eine Palmblattlesung? Ja? Wenn ja, würde ich mich super freuen, was dein Feedback ist, wie deine Erfahrung war. Vor allem würde mich interessieren, wie konkret das bei dir war. Bei mir war es ja so 100 von 100, ohne Fehler. Ähm, aber ich bin gespannt, wie das bei dir war. Das würde mich interessieren. Und falls du noch keine hattest, schreib mir unten rein, was sind die Gründe, die dich jetzt vielleicht abhalten, selber so eine zu machen? Ja? Aus meiner Sicht ist es so dieses Gefühl, ja, jetzt ist es noch nicht an der Reihe, aber schreib es mir unten rein, das würde mich voll interessieren. Einfach, wir wollen ja auch das Thema Palmblatt einfach besser verstehen, auch die Community besser verstehen und auch die Leute verstehen. Und dazu
Leute, die sowas buchen, sind die spirituell, sind die also auch, die interessieren sich nicht so für das Spirituelle, aber ja, das kann man mal buchen. Was sind das für ein Klientel? Also viele Menschen haben schon einen Zugang zur Spiritualität. Es gibt aber welche, die haben noch überhaupt keinen Zugang dazu. Mhm. Das kommt auch vor. Es sind generell Menschen, die entweder an einem Scheideweg stehen, die gerade Führung brauchen in ihrem Leben oder die einfach einen Ruf spüren. Das ist wirklich Mhm. das, was alle miteinander verbindet, ist, dass die Menschen einen Ruf spüren, hey, das sollte ich jetzt machen, das ist wichtig. Und da kann man sich auch drauf verlassen. Wenn es dran ist, das Palmblatt zu finden, dann ruft dich auch die Intuition. Verlass dich einfach darauf. Ja, so war es bei mir auch. Ich habe ja zweimal das bestellt und hat bei beiden nicht geklappt, hat Jahre gedauert. Und wir waren beim Essen und plötzlich haben wir über das Thema geredet. Und dann habe ich den Ruf gespürt, so, jetzt ist dran. Und dann My Palm lief, unten war WhatsApp, schreibe ich hin, innerhalb von 5 Minuten hast du geantwortet und die Sache war schon erledigt. Also hat super, super geklappt. Ja. Also deswegen, dass man Ruf, wenn man das spürt, dann ist es klar. Ja. 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 Ähm, Was mich interessiert, was sind deine Visionen, was du mit My Palm Leaf in der Zukunft machen willst? In welche Richtung möchtest du das Ganze, was du anbietest, äh, bringen? Da gibt es ganz viele Visionen. Erstmal, die Palmblätter sind ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das uns hilft, als Menschheit gerade durch diese schwierigen Zeiten geführt zu werden, das uns auf persönlicher Ebene hilft, Karma zu reinigen und dann auch unseren Beitrag zu leisten zu einer besseren Welt. Und wir widmen uns der Arbeit mit den Palmblättern, aber eigentlich geht es um viel mehr. Eigentlich geht es darum, diese neue Welt mitzugestalten, die wir eigentlich alle in unserem Herzen schon spüren, dass die da ist, dass sie kommen würden. Eine Welt, die auf ganz anderen Werten basiert als die, die wir jetzt gerade so beobachten. Und als My Palmlich Organisation wollen wir dazu beitragen, zu dieser neuen Welt. Durch die Palmblätter, aber auch durch andere Werkzeuge, andere Wege. Wir haben auch schon andere Nebenprojekte, die wir haben, wie dass wir auch Reisen anbieten zu Kraftplätzen in der Welt oder oft kostenlose Meditationen, Online-Erfahrungen anbieten. Also unsere jetzige Mission ist, Menschen zu helfen, ihr Palmblatt zu finden. Aber unsere größere Mission und Vision ist einfach, verschiedene Werkzeuge anzubieten, des Erwachens, der Heilung und dadurch eben zu der Gestaltung dieser neuen Welt beizutragen. Und dazu auch gleichzeitig als Organisation ein Beispiel zu sein. Denn wir sind einerseits eine Organisation, eine Firma, aber ich glaube nicht vergleichbar mit den meisten Firmen Definitiv nicht. Also jedes Teammeeting, das wir haben, beginnen wir mit einer 10-minütigen Meditation, in dem wir erstmal den Segen der Rishis einladen und dann aber auch dafür beten, dass unsere Arbeit einen positiven Beitrag zum Wohle aller Wesen hat. Und dass wir auch 2-3 Minuten lang Liebe und Segen schicken für alle Menschen, die sich gerufen fühlen, mit uns ihre Palme zu suchen. Ich glaube, das passiert nicht in so vielen Firmen. Also uns geht es wirklich darum, diesen tiefen Purpose, diesen tiefen Zweck mit professionellen Strukturen zu verbinden und so diese neue Welt mitzugestalten. Ja, da kann ich nur Danke sagen, dass ihr das so macht. Ein großes Vorbild, unternehmerisch wie auch an das, was du tust. Und wenn dich das Thema Palmblatt interessiert, unter dem Video ist ein Link, beziehungsweise am Ende des Videos ist ein Link, wo ich seine Webseite verlinkt habe. Da kannst du mehr Informationen holen. Die haben auch einen super YouTube-Kanal. Und falls es dich ruft, dein Palmblatt zu bekommen, und ich kann dir sagen, das ist ein magischer Moment, wenn der das in die Kamera hält und sagt, bist du das? Und du so, ja, das wäre sonst. Und dann, okay, passt. Dann machen wir jetzt eine 10-minütige Pause und danach starten wir die Lesung, was da drauf steht. Das ist schon so magisch, ja. Das ist total magisch. Ja. Deswegen danke, Danke danke. dir. Und wir werden uns wir haben entschieden, ein neues Video zu machen, wo wir ein bisschen mehr über die Einblicke in die Erfahrungen geben, also in die ganze Geschichte, was passiert und wo kann es wirklich unterstützen. Da werden wir noch ein eigenes Video machen. Und ja, wenn dich das interessiert, wenn das gedreht ist, werde ich das veröffentlichen auf meinem Kanal. Freue dich drauf, es wird sehr, sehr spannend. Da geht es um die ganzen Erfahrungsberichte und bis zum nächsten Video. Vielen Dank Bis nochmal. bald.